Die moderne Medizin schenkt uns heute mehr Lebensjahre als je zuvor. Aber ob diese Jahre durch Stärke und Selbstständigkeit geprägt sind oder durch Zerbrechlichkeit und der Notwendigkeit von Hilfe durch Pflegeheime oder Angehörige, das entscheidet sich an einer ganz anderen Stelle. Und zwar bei Ausdauer und Kraft. Die unsichtbare Veränderung. Wir leben heute so bequem wie keine Generation vor uns. Wir sitzen mehr, wir bewegen uns weniger und wir merken es oft nicht einmal. Und das nicht, weil wir faul sind, sondern weil unsere Welt darauf ausgelegt ist, leicht zu sein. Wir nehmen den Aufzug anstatt der Treppe und für kurze Wege das Auto. Am Tage sitzen wir am Schreibtisch und am Abend auf dem Sofa. Und selbst wenn wir hungrig sind, kommt das Essen zu uns, ohne dass wir uns dafür irgendwie bewegen müssen. Unser Alltag verlangt kaum noch Bewegung von unserem Körper. Die leise Konsequenz. Unser Körper passt sich auf das an, was wir von ihm verlangen. Und wenn wir wenig von ihm verlangen, baut er leise ab. Nicht von heute auf morgen, sondern schleichend. Ein bisschen weniger Kraft, ein bisschen weniger Stabilität und ein bisschen weniger Sicherheit. Und oft merken wir das erst, wenn Dinge plötzlich schwerer werden, die sonst selbstverständlich waren, wie Treppensteigen, Aufstehen oder die Balance halten. Aber die Konsequenzen, die tragen nicht nur wir selbst, sondern oft auch Menschen, die uns lieben. Wie Partner, Kinder oder auch Freunde. Denn wenn unser Körper abbaut, verändert sich nicht nur unser Alltag, sondern auch ihrer. Und plötzlich geht es nicht mehr nur darum, einfach nur langsamer zu sein, sondern darum, um Hilfe zu brauchen. Beim Aufstehen, beim Gehen und vielleicht irgendwann auch bei den einfachsten Dingen im Leben. Und darauf bereitet uns wirklich niemand vor. Ich sage euch das nicht, um euch Angst zu machen, sondern um mit euch ehrlich zu sein. Körperliche Stärke im Alter ist nicht nur eine Frage von Fitness, sondern auch eine Frage von Würde und Selbstständigkeit und von der Entlastung von Menschen, die uns nahestehen. Und genau deshalb lohnt es sich, früh darüber nachzudenken. Nicht aus Angst, sondern aus Fürsorge für uns selbst und für die Menschen, die unser Leben teilen. Und genau hier ist Bewegung so wertvoll, denn sie ist genau das Gegenteil von dem, was unser Alltag oft mit uns macht. Sie holt uns zurück in unseren Körper, zurück ins Spüren, zurück ins Leben. Und für viele beginnt Bewegung nicht im Fitnessstudio, sondern einfach draußen auf zwei Rädern, vielleicht ganz leise, bei einer kleinen Runde, ohne Ziel, ohne Plan, einfach nur losfahren. Viele steigen aufs Rad, weil sie irgendwann merken, dass sie sich wieder mehr bewegen wollen, dass sie sich lebendig fühlen wollen, dass sie etwas für sich tun möchten. Nicht extrem und auch nicht perfekt, sondern einfach nur echt. Der Fahrtwind im Gesicht, der Rhythmus der Pedale und das Gefühl, aus eigener Kraft wieder voranzukommen. Und vielleicht seit langem das erste Mal wieder dieser Gedanke, dass mir das gut tut. Und wenn du regelmäßig Rad fährst, dann machst du schon extrem viel richtig. Für dein Herz, für deinen Kopf, für einen besseren Schlaf und für eine bessere Lebensqualität. Und ja, wahrscheinlich auch für deine Lebenszeit. Aber vielleicht ist das Schönste am Radfahren gar nicht die Fitness, sondern das Gefühl, wieder Verantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen. Schritt für Schritt, Tritt für Tritt. Radfahren ist kein Extrem. Es ist eine Rückkehr zur Bewegung, zur Freiheit und zu dir selbst. Der Perspektivwechsel. Und genau deshalb ist es ein starker Anfang. Aber ein Anfang, den viele nie machen. Aber es ist ein Anfang. Gesund alt zu werden besteht aus zwei Teilen. Wie lange wir leben und wie wir leben. Die moderne Medizin kann uns Jahre schenken und Ausdauer kann diese verlängern. Aber die eigentliche Frage ist, werden diese Jahre durch Stärke getragen oder durch Hilfe? Ausdauer hält uns am Leben, aber Kraft hält uns in der Selbstständigkeit. Und das ist ein Unterschied, über den wir viel zu selten reden. Die eigentliche Erkenntnis. Wenn wir über Kraft sprechen, denken viele immer gleich ans Fitnessstudio, über Gewichte heben und an Leistung. Aber darum geht es hier gar nicht.
Es geht nicht um die Muskeln für den Spiegel, sondern um die Stärke fürs Leben. Die Kraft zeigt sich nicht in Extremen, sondern in Momenten, die wir oft für selbstverständlich halten. Aufstehen, ohne darüber nachzudenken. Sich abfangen, wenn man mal stolpert. Oder einfach nur, um etwas Schweres zu tragen, ohne gleich zu zögern. Es ist die Kraft, die uns Sicherheit, Balance und Vertrauen in den eigenen Körper gibt. Und dieses Gefühl kann man kaum ersetzen. Irgendwann verändert sich die grundlegende Frage von wie fit bin ich noch zu wie frei bin ich noch. Kann ich mich noch alleine bewegen? Kann ich mal alleine losgehen und alleine wieder nach Hause kommen? Und genau hier wird Kraft so leise, aber so wertvoll. Nicht sichtbar, nicht laut, aber jeden Tag spürbar. Kraft ist das, was uns trägt, wenn Ausdauer alleine nicht mehr reicht. Speziell für Radfahrer. Und genau hier wird es spannend für alle, die bereits Fahrrad fahren. Denn wenn du schon regelmäßig in die Pedale trittst, dann bist du schon weiter als viele andere. Du bewegst dich, du trainierst dein Herz, du spürst deinen Körper wieder. Und du sorgst dafür, dass dein Leben länger sein kann. Aber vielleicht ahnst du es schon. Ausdauer allein reicht nicht, um in diesen Jahren stark und selbstständig zu bleiben. Es geht nicht darum, weniger Rad zu fahren, sondern es geht darum, unserem Körper etwas zurückzugeben, was unser Alltag uns oft nimmt. Kraft, Stabilität und Balance. Stell dir vor, du gehst heute auf eine kurze Fahrradtour. Du spürst die Freiheit, die Bewegung und den Wind im Gesicht. Und gleichzeitig weißt du, jede Übung für Kraft, die du zusätzlich machst, ist wie ein unsichtbares Schutzschild für die Zukunft. Für dich, für die Freiheit und für die Menschen, die dich lieben. Radfahren ist der Anfang, aber die zweite Hälfte der Wahrheit, die liegt in der Kraft. Und wenn du beides kombinierst, dann schaffst du das, was weit über Fitness hinausgeht. Ein Leben, in dem du selbstständig, beweglich und sicher bist. In dem du wirklich lebst und nicht nur einfach überlebst. Und jetzt seid ihr dran. Vielleicht ist die wichtigste Frage gar nicht, ob ich mich genug bewege, sondern ob ich meinen Körper noch fordere. Falscher Gang. Muss schalten. Oh, jetzt geht's. Angreifen. Mich würde wirklich interessieren, machst du schon was gezielt für deine Stärke im Alter oder denkst du gerade das erste Mal darüber nach? Schreib's mir gerne in die Kommentare, ich bin darauf total gespannt.